Brot backen ohne Kneten. Geht das überhaupt? Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute gibt es bei mir ein selbstgebackenes Brot im Bräter. Super luftig, knusprig und das auch noch ganz ohne Kneten. Ein sogenanntes No-Knead Bread. Es ist so einfach, das kann wirklich jeder. Ich zeige euch mal die Zutaten für unser Brot. Wir brauchen 500 Gramm Weizenmehl, Typ 550, einen halben Teelöffel Zucker, 8 Gramm Trockenhefe, 300 Milliliter lauwarmes Wasser, 10 Gramm Salz. Die Mehlmenge entspricht in etwa 2,5 Tassen. Als erstes kümmern wir uns um die Trockenhefe, aber zuvor werde ich mein grobkörniges Meersalz mit etwas Wasser auflösen. Wenn ihr ein feines Salz habt, dann ist dieser Schritt nicht notwendig. So, zum Auflösen der Trockenhefe nehme ich mir jetzt ein Schälchen. Ich habe hier lauwarmes Wasser, ideal sind in etwa 30 Grad. Dieser Brotteig mag es nämlich nicht, wenn das Wasser zu warm bzw. heiß ist. Also alles über 45 Grad lässt nämlich die Hefepilze absterben und der Teig geht dann einfach nicht auf. Wir geben jetzt die Trockenhefe und den Zucker in das lauwarme Wasser und verrühren es, bis alles sich vollständig aufgelöst hat. Nun füge ich noch einen Esslöffel Mehl hinzu und gieße das Hefewasser hinein. So, jetzt nochmals gut verrühren. Und wir decken es mit einem Geschirrtuch ab und lassen es für eine halbe Stunde ruhen. Damit unser Brot richtig schön luftig und locker wird, werden wir es nochmal kurz durchsieben. Da nehmt ihr euch am besten eine große Schüssel dafür. Übrigens, die Idee zu diesem No-Knead Bread, also Brot ohne Kneten, stammt von Jim Ley von der Sullivan Street Bakery in New York und erschien 2006 in der Rezeptkolumne der New York Times und hat wirklich Furore gemacht. Nachdem das Mehl durchgesiebt ist, machen wir eine kleine Mulde darin und gießen die Hefemischung hinein. Und das Salz natürlich nicht vergessen. Alle Zutaten durchmischen wir jetzt ordentlich mit einem Holzlöffel, bis ein schöner, klebriger Teig entsteht und alle Zutaten schön nass sind. Die Teigreste noch vom Löffel streifen und kurz mit den Händen verrühren. Jetzt gebe ich den Deckel drauf oder ihr könnt es auch mit einer Folie oder einem Geschirrtuch abdecken. Wir lassen den Brotteig nun für 3 Stunden bei Zimmertemperatur gehen, am besten an einem ruhigen und warmen Ort, zum Beispiel auf der Couch chillen lassen. Nach 2 Stunden machen wir einen kurzen Zwischenstopp, öffnen den Deckel und falten den Teig. Dafür benetze ich meine Hände mit Wasser, da der Teig recht klebrig ist. Wir lösen ihn jetzt vom Schüsselrand, ziehen ihn leicht und falten ihn zur Mitte hin. Immer wieder die Finger mit Wasser befeuchten und wieder falten von allen Seiten. Übrigens, bei einem klassischen Weizenbrot sorgt das Kneten ja dafür, dass sich genug Gluten im Teig entwickelt, was wiederum dafür zuständig ist, dass das Brot nach dem Backen eine gute Struktur hat. Und bei einem No-Knead Bread nehmen uns die Hefepilze einfach diese Arbeit ab. Also, wenn der Teig nur ausreichend genug Zeit hat zum Ruhen, reicht die Hefeaktivität aus, um genug Gluten zu entwickeln. So, der Deckel kommt wieder drauf und wir lassen den Teig eine weitere Stunde ruhen. Nach insgesamt 3 Stunden hat der Brotteig sich schön verdoppelt. Nun bemehle ich meine Arbeitsfläche und auch den Teig.
Mit einem Teigschaber lösen wir den Teig von der Schüssel und stürzen ihn vorsichtig auf die Arbeitsfläche. Jetzt kommt wieder unsere Aerobic-Übung, die Stretch-and-Fold-Technik, zum Einsatz. Den Teig falten wir von allen 4 Seiten einmal zur Mitte hin. Anschließend den Teigballen mit den Händen ganz leicht von den Seiten zu einer schönen Kugel formen. Ich nehme jetzt eine zweite Schüssel und gebe ein sauberes Leintuch hinein. Einmal kurz noch mit Mehl bestäuben. Damit der Teig einigermaßen seine Form behält und nicht auseinanderläuft, legen wir jetzt die Teigkugel ganz sachte auf das Leintuch, und zwar so, dass die Faltstellen nach oben zeigen. Decken es mit dem Tuch ab und lassen den Teig für eine weitere Stunde gehen. Nach einer Stunde nehme ich mir einen großen Teller zur Hilfe, gebe Backpapier darüber und stürze den Teig auf das Backpapier. Von allen Seiten nochmals schön in Form bringen und ausgiebig mit Mehl bestäuben. Sehr wichtig jetzt bekommt unser Teig noch ein paar Streicheleinheiten. Nun kommt der künstlerische Teil: mit dem Messer oder einer Rasierklinge schöne Formen einritzen. Den Backofen habe ich zuvor auf 250 Grad vorgeheizt und meinen Gusseisenbräter samt dem Deckel eine halbe Stunde darin richtig heiß werden lassen. Achtung, unbedingt feuerfeste Backhandschuhe verwenden und den Bräter auf ein Gitter stellen, sowie den heißen Deckel. Jetzt ganz vorsichtig das Backpapier samt den Teig in den heißen Bräter hineingleiten lassen. Den Deckel jetzt fest aufsetzen. Es ist ganz wichtig, dass der Topf absolut dicht schließt, sonst nimmt das Brot die Form eines Maulwurfshügels an. Ich gebe jetzt zusätzlich 2 Tassen heißes Wasser unterhalb des Bräters. So haben wir noch eine zusätzliche Dampffunktion. Den Brotteig in den Ofen schieben und 30 Minuten bei 250 Grad Ober- und Unterhitze backen. So, nach 30 Minuten sieht das Brot nun so aus. Es ist super aufgegangen. Wir ziehen das Backpapier jetzt darunter weg. Das Brot kommt jetzt für weitere 15 bis 20 Minuten bei 220 Grad in den Backofen, aber diesmal ohne Deckel, bis die Kruste schön goldbraun und aufgerissen ist. Wir werden das Brot jetzt aus dem Topf nehmen und auf ein Gitter legen, damit es abkühlen kann. Wir lassen es eine halbe Stunde abkühlen und dann können wir es endlich anschneiden. Einen kurzen Klopftest noch. Es ist durch. Hört ihr diese knusprig verführerische Kruste? Es duftet hier nach einer französischen Landbäckerei. Wow, von innen ist es weich und luftig und außen richtig schön knusprig. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, eure Rita.